Das Verb werden ist eins der wichtigsten Verben der deutschen Sprache. Um dieses Verb zu beherrschen, müssen wir zuerst die Grundlagen des Verbes verstehen. Darüber spreche ich heute. Am Freitag werden wir in das Kaninchenloch tauchen. Zuerst müssen wir dieses Verb im Präsens konjugieren können. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie und sie werden. Wenn man dieses Verb im Präsens verwendet, bedeutet es to become auf Englisch. Zum Beispiel, eine Raupe wird ein Schmetterling. Das ist aber nur eine Hälfte der Geschichte. Dieses Verb bedeutet wirklich will auf Englisch. Man verwendet es, um die Zukunft auszudrücken. Wenn man werden alleine verwendet, sieht es so aus, als ob es im Präsens ist. Aber es drückt wirklich aus, wie etwas in der Zukunft sein wird. Also, eine Raupe wird ein Schmetterling sein. Wie du vielleicht im letzten Satz bemerkt hast, erscheint das zweite Verb am Ende des Satzes als Infinitiv, wenn man werden verwendet. So kann man ausdrücken, dass etwas nicht gerade jetzt passiert, aber es wahrscheinlich ist, dass es irgendwann passieren wird. Zum Beispiel, ich fliege nach Deutschland. Ich werde nach Deutschland fliegen. Im ersten Satz sitzt man vielleicht in einem Flugzeug und du hast deinem Nachbar schon gesagt, dass du noch fliegen musst, um dein Ziel Deutschland zu erreichen. Im zweiten Satz fliegst du noch nicht, aber du wirst irgendwann nach Deutschland fliegen. Kurz gesagt, wenn es noch nicht passiert ist, kann man werden verwenden, um das auszudrücken. Morgen werde ich Pizza essen. Morgen esse ich Pizza. Was ist der Unterschied? Es gibt keinen. Diese Sätze bedeuten das Gleiche. Wenn man einen Zeitpunkt im Satz hat und dieser Zeitpunkt noch nicht erreicht wurde, versteht man schon, dass man über die Zukunft spricht. Und jetzt mehr Beispiele. Du wirst unbesiegbar sein. Der starke Junge wird das Spiel gewinnen. Wir werden alle sterben. Werdet ihr ein neues Auto kaufen? Sie werden uns fehlen. Es gibt natürlich viel mehr, das man über das Verb werden wissen sollte, aber dieses Video ist für Anfänger. Am Freitag werde ich über die komplizierten Teile davon sprechen. Wenn du das Futur 1 üben willst, habe ich ein Arbeitsblatt dafür auf meiner Patreon-Seite. Dort gibt es auch das Skript dieses Videos und eine MP3-Version, die du herunterladen kannst. Das ist alles für heute. Bis Freitag. Tschüss!